Liebe Freunde, die Saison geht so langsam wieder los. Wir haben heute Samstag, den 6. März. Wir wollen mal ins Winterlager fahren und mal schauen, wie es so aussieht auf unserem Boot. Wir sind gerade hier an der Grenze und hier bei Arnheim. Und es sieht alles frei aus, es ist wenig los. Wir werden also relativ gut durchkommen und mal schauen, wie es dann so vor Ort aussieht. Also hier gibt es anscheinend gleich keine Grenzkontrolle. Das ist überhaupt kein Problem, bis nach den Niederlanden einzureisen. Das Schöne ist, wir haben natürlich heute wunderschönes Wetter. Die Sonne lacht und wir sind gespannt, was Piet alles so Schönes gemacht hat an unserem Boot. Und wir werden nachher auch noch ein bisschen filmen, wie das Winterlager aussieht, wie unsere Boote untergebracht sind, damit ihr da auch mal einen kleinen Einblick kriegen könnt. So, hier ist jetzt die Grenze. Es ist sehr ruhig, wenig Autos, also jetzt sind wir in Niederlande. Nein, keinerlei Grenzkontrollen. Ja, 24 Stunden darf man ja bleiben, ja, ohne irgendwelche Konsequenzen draus ziehen zu müssen. So, wir sind hier oben auf dem Boot, jetzt hier im Winterlager. Man sieht, der Mast ist gelegt, wo wir sonst gar nicht in der Halle stehen können und auch gar nicht durch das große Tor kommen. Das ist alles abgedeckt und jetzt gehen wir mal hier runter. In den Motorraum. Man sieht, hier wird noch gearbeitet. Und unser Hauptproblem sind die Getriebe. Man sieht da unten, das Getriebe ist gelöst. Auf beiden Seiten. Die Welle ist getrennt vom Getriebe. Und man muss schauen, gleich mal beim Piet fragen, wie es denn jetzt aussieht. Hier unten erkennt man die Bilgenpumpe. Das ist alles relativ trocken. Also die Arbeiten gehen voran. Hier sind die beiden dicken Motoren. 2x380 PS. Und man muss natürlich aufpassen, wo man hier lang tritt. Gehen wir runter in die Küche. Ja, da sind noch jede Menge Lebensmittel drin. Jede Menge ist übertrieben, sind ein paar Nudeln. Ja, Nudeln, Apfelmus haben wir da, Pfannkuchen reicht, Salzstangen sind da. Also, wir werden nicht verhungern. Die Küche ist alles aufgeräumt und die ganzen Klamotten. Gehen wir jetzt mal hier vorne rein. Ja, hier liegt natürlich alles das, was in den anderen Räumen verteilt werden muss. Die ganzen Polster und alles, Tisch, alles hier sortiert. Hat der Piet alles abgebaut. Ja, also es gibt noch einige Arbeit, das Boot wieder herzurichten, sodass wir dann wieder fahren können. Fisch essen können wir noch, der Fisch ist noch an Bord. Ja. Für uns ist alles soweit top. Die Tür zu. Tür wieder zu. Kaffee können wir auch kochen. Nee, Kerl. wir haben keinen Kaffee an Bord. Kein Kaffee an Bord, aber das ist ja kein Problem. Hier oben ist auch alles auf. Für den Suchscheinwerfer, der leider wohl auch kaputt ist. So, wenn die komplette Sitzecke raus ist, ist hier auf jeden Fall mehr Platz zum Arbeiten. Ansonsten sieht man ja hier, das Chaos wohnlich ist anders. Also ist noch einiges an Arbeit zu tun. Ja. Hier kann man mal den Mast sehen. Das ist der Suchscheinwerfer, der wahrscheinlich komplett erneuert werden muss. Die Satellitenschüssel, Radar. Ja, das ist alles geklappt. Die Drehzahlmesser sind auch noch nicht richtig eingebaut. Aber das ist eine Kleinigkeit. Viel wichtiger ist, dass das Getriebe funktioniert. Ja, dann gehen wir mal wieder hier raus. Das ist alles schon sehr hoch. Und wir stehen hier leider in der Arbeitshalle.
da in der normalen Halle wir gar nicht durch das Rolltor kommen mit unserem Boot. Ja, ist zu hoch. Einfach zu hoch. Trotz geklapptem Mast. Ja, Marina kämpft sich hier die Leiter runter. Jetzt nochmal den Eindruck von außen, wie das Boot hier in der Halle steht. Piet hat schon doch einiges gut abgedeckt diesmal. Das ist sehr schön mit einer Plane vorne. Weil er ja doch viel hier in der Halle arbeitet und damit nicht das Verdeck so dreckig wird. Ja, pass auf, dass du nicht abrutschst. Das ist schon hoch. Ja. Hier sieht man unsere Schraube und das Ruderblatt. Die ist natürlich schon ganz schön oxidiert. Die war frisch repariert worden. Und da war die natürlich total bronzeblank. Die oberen 4-Blatt-Propeller gehören zu unserer Brom. Die beiden unteren 3-Watt-Propeller zu einer Brom 39. Einer unserer Propeller wiegt 17,5 Kilo. Aber man sieht keine Beschädigung weiter. Sieht alles noch sehr gut aus. Wir sind hier schön eingebaut in der Arbeitshalle. Hier ist die andere Schraube. Auch die macht soweit einen guten Eindruck. Obwohl die weiße Fläche hier an der Ecke verstehe ich jetzt gerade nicht. Da sieht man das Stück, wo die Welle zurückgeschoben ist, die blanke Stelle. Der Unterschied zwischen Welle, die drin läuft, und Welle, die korrodiert ist. Das gleiche sieht man natürlich hier auch. Hier ist die Welle auch zurückgeschoben aus dem Lager raus, um oben ans Getriebe zu kommen. Ja, der Hafen schlummert noch so vor sich hin. Die Boote, die über den Winter stehen, sind da. Es sind noch keine neuen Boote da. Unser Platz hier ist noch leer. Ich hoffe, dass wir Ostern diesen Platz dann wieder belegen können. Im Sanitärbereich tut sich auch einiges. Wo der alte Container stand, klafft jetzt eine Lücke. Ich bin mal gespannt, was wir da Schönes hinbekommen. Es kann ja nur besser werden. Ja, es gibt hier einen neuen Mast. Sieht fast so aus, als würden wir jetzt WLAN kriegen. Obwohl mit den heutigen Tarifen braucht man das gar nicht mehr. Das Restaurant ist auch noch da und macht to go. Doch alles sehr ruhig. Aber bald sollte die Saison wieder losgehen.